ich war der letzte Jahrgang, der 8 Schuljahre genießen durfte. Bin nach der 8. Klasse rausgekommen, weil ich die Realschule geschmissen habe. Ja, perfekt mit Englisch 6. Ja, da gab es noch keine 3D-Daten zu der Zeit, oder? Nein, überhaupt nicht. Ja. Pubertäre Phase voll durchlebt. Da habe ich Feinmechaniker gelernt bei Siemens, angefangen. Und so da habe ich dann festgestellt, oh je, das kann es ja gar nicht sein. Wenn ich dann fertig bin, mit 14 Jahren habe ich angefangen, die Lehre zu machen. Wenn ich fertig bin, muss ich noch 47,5 Jahre jeden Tag in der Früh um 6 Uhr aufstehen und nach München fahren zu der Firma Siemens. Ich gesagt, das kann es nicht sein, da muss irgendwas anderes noch sein. Da gibt es mehr quasi. Und dann ist es irgendwie losgegangen. Dann habe ich mich, offenbar hat sich das dann schon rausgestellt, dass ich ein bisschen gewitzter war als manch anderer und habe dann festgestellt, ich muss irgendwas machen, dass ich weiterkomme. Also machst mittlere Reife noch und so nach einem Jahr oder so ist mir aufgefallen, Feinmechaniker mit mittlerer Reife ist dann irgendwie auch Feinmechaniker. Also musst weitermachen, musst mehr machen. Und habe dann Abendschule begonnen und Abitur noch gemacht, also nicht Fachabitur, und mir dachte, das geht schnell. Da bin ich dann irgendwann einmal wieder zu faul, weil ich wollte da sonst auch noch was machen. Und habe dann praktisch die Berufsoberschule gemacht und habe praktisch 2 Jahre gebraucht fürs Abitur. Und habe dann auch die Möglichkeit gehabt, dass ich alle technischen Sachen studieren konnte an der Uni, auf die Uni und nicht bloß auf die Fachhochschule. Und dann bin ich da zur Bundeswehr gekommen, habe ich nur 15 Monate Bundeswehr über mich ergehen lassen dürfen. Und da haben wir dann irgendwie mal 2 Tage Sonderurlaub genehmigt, weil ich gesehen habe, wenn man sich darum kümmert, was passiert nachher mit der beruflichen Fortbildung. Und da war ich dann zum Glück nicht faul genug, dass ich doch noch hingegangen bin. Da haben wir in den großen Physikhallsaal bin ich gegangen im ersten Semester für Maschinenbauer, weil das war natürlich naheliegend. Feinmechaniker studiert Maschinenbau. Und da bin ich reingekommen und war völlig entsetzt. Da sitzen in dem Auditorium Maximum 1200 Studenten, so einfach zum Teil auf den Gängen. Da vorne läuft ein kleines Mandal rum mit irgendeinem Proki-Schreiber und der zeigt irgendwas. Und ich stelle mir fest vor, das müsstest du eigentlich kennen, das ist das erste Semester. Keine Ahnung, keine bloß gesagt, das kann es nicht sein. Ich, wo ich doch eigentlich Physik eigentlich gut war, dachte, nein, irgendwas stimmt das Richtige, nicht. Ja. Und vor allen Dingen die große Masse hat mich erschlagen. Und dann habe ich mich hingeguckt und habe nachgeschaut, was könntest du denn überhaupt nur studieren? Also, wo weniger Leute sind. Und dann habe ich da den Studienführer, zentrale Vergabestelle. Das war alles noch nicht heute, wie im Internet schnell raussuchen. Ihr musstet quasi noch. Da gab es so ein kleines Buch, so ein kleines grünes kann man sich Buch. Gar nicht vorstellen heute eigentlich, ja. Krass. Zentrale Vergabestelle in Dortmund war der Ding. Und hast du mal durchblättert und habe ich geschaut, habe mir Listen gemacht, was glaube ich gut zu kennen. Und dann ist irgendwie rausgekommen Mathe und Physik. Zu der Zeit war die Postleitzahl noch vierstellig auch. Ja, das ist wirklich sehr, sehr lange her. 8082, Grafrath. Ja. Auf alle Fälle habe ich mir dann das angeschaut und habe gedacht, Vermessungsingenieur. Hört sich gut an, muss viel rechnen. Beim schönen Wetter geht man aus zum Messen und beim kreisligen Wetter macht man irgendwie die Pläne. Das ist so die Vorstellung gewesen. Ja, da hast du auch mal irgendwas erzählt. Ich weiß noch, einer meiner Erstgespräche, dass du mal mit einem Theodoliten in München, glaube ich, die U-Bahn-Station oder so vermessen hast. Irgendwas hast du da gemessen? Das war mein erster. Nicht vermessen, ja. Das war mein erster Job nach dem Studium. Ich habe das Studium irgendwie, Diplomarbeit im November 81 fertig gehabt. Und dann habe ich nicht genau gewusst. Und dann war es noch irgendwie klar, wir waren der erste Jahrgang, hat es geheißen, die vom Staat nicht alle übernommen werden. Also normal ist diese Vermessung staatlich in Bayern, also mir nicht. Also nicht. Ja genau, in Bayern ist noch so, in Baden-Württemberg dürfen es frei messen. Alle anderen haben öffentlich bestellt. In Bayern wird noch korrekt gemessen, kann man sagen. Es wird gemessen, nicht vermessen. Nein, in Bayern müssen sie zuerst den Beamtenstab noch einziehen. Ganz wichtig, ja. Auf alle Fälle müssen wir da Referendarzeit machen, das müssen die anderen zwar auch. Aber dann habe ich gedacht, wenn es sowieso nicht alle übernehmen, dann muss ich das Beamtentum da nicht erlernen. Ja. Und dann habe ich gedacht, da machst du irgendwas anderes in Richtung, habe ich dann festgestellt gehabt, bei der Diplomarbeit schon, die Kombination zwischen Feinmechaniker und Vermessung, das ist prädestiniert, dass es zu einer Firma geht, die Vermessungsinstrumente herstellt.
Und dann habe ich mir dann überlegt, wenn ich mich richtig erinnere, Montag, 19. November, bin ich in der Früh losgefahren, in die Schweiz, nach Herbruck. Habe da angeklopft, gesagt, ich bin der ich kann das, könnt ihr mich brauchen, so ungefähr. Und dann bin ich bis zum Vorzimmer vom Personalchef vorgedrungen, habe dann ein Ding ausgefüllt, haben sie mit mir unterhalten. Alles gut, und haben die zu mir gesagt, wenn ich ein Jahr Praktikum mache, dann soll ich mich wieder melden. In der Zwischenzeit habe ich ja angefangen gehabt, bei der Professor Stolitzka Ingenieurbüro in München einen Job zu haben, so U-Bahn-Vermesser. Also Und am U-Bahn-Vermesser, genau, da war das ja. und am Nachmittag haben wir gedacht, ja gut, jetzt bist du so weit gefahren, jetzt fährst du die letzten 150 Kilometer. Dann bin ich so um 11 Uhr weitergefahren, war dann um 1 in Aarau, bin zur Firma Kern gegangen. Der Pförtner hat gesagt, ja, ich muss ein bisschen warten, die sind immer noch beim Mittagessen, aber in einer Viertelstunde... Da gibt es ja, glaube ich, diese 3 wichtigen Namen, Leitz, Wild und Kern. Das waren, nein, die wichtigen Namen waren Kern, Wild und Zeiss. Zeiss waren die anderen. Und die waren in Oberkochen, da war ich aber nicht. Da bin ich noch nie hingekommen eigentlich. Ja. Also, hinterher schon mal, aber jetzt nicht. Und bin dann über den Hof gegangen, bin zum Personalchef vorgedrungen, habe mit dem eine Stunde lang geredet. Und am Schluss haben sie irgendwann von der Messstrecke geholt, den Werner Stähli von der Messstrecke geholt. Und der hat sich mit mir unterhalten und gesagt, wenn du das im Krawattensilo, hat er das bezeichnet, wenn du das im Krawattensilo nicht erzählst, wenn du das nicht erzählst, dann sage ich dir jetzt Folgendes. Ich habe für Januar, für das neue Finanzjahr, eine Stelle beantragt, auf die du passen willst, Faust aufs Auge, so ungefähr. Und dann hat sich das irgendwie so ergeben, dann bin ich dann nochmal eingeladen worden und habe dann tatsächlich, nachdem die ganzen Behördensachen mit Ausländerbewilligung und so über die Bühne gegangen sind, am 1. April 1982 begonnen bei Kern als... Das war dann eigentlich auch so der Weg schon zu Leica, also im Prinzip die Vorstufe in Aarau dann, oder? In Aarau, genau. Und da habe ich dann praktisch mit Mecometer zu tun gehabt. Also Mecometer ist eigentlich der Vorläufer vom ADM, der im Lasertracker drin ist. Also ADM ist absolut Distanzmeter, für die es nicht wissen. Aber ja, das waren so diese Technologien. Und dann die elektronischen Theodolite, da war er mit beteiligt, wie der erste elektronische Theodolit auf den Markt gekommen ist. Und da war ausgerechnet Kern. Und das war quasi dann zum ersten Mal mit einem Computer auch dann versehen, der dann die es einfach elektronisch durchgerechnet hat. Aber du hattest immer noch Zielfernrohr, hast anvisiert. Du hast Zielfernrohr anvisieren müssen, aber die Werte musstest du nicht mehr ablesen, sind digital da gestanden. Habe dann praktisch mich um alle Sachen gekümmert, wie man die Instrumente rausbringt. War am Schluss der große Experte für den Mecometer damals, wie der auf den Markt gekommen ist. Wir sind dann zum Teil auch von der Konkurrenz eingeladen worden, weil der so genau war. Also, wenn die Meteorologie gestimmt hat, also die Wetterdaten konstant genug waren, dann hat man mit dem im Durchschnitt auf ein Zehntel Millimeter auf einen Kilometer messen. Das ist ja schon hochpräzise. Ja, genau. Damals habt ihr aber auch schon, das war dann auch eine Meteostation, oder wie habt ihr das? Habt ihr da noch manuell Luftdruck, Feuchtigkeit und... Mit dem Psychrometer hat er da durch. Und wie habt ihr das dann kompensiert, die Daten? Also ihr habt gesagt, das ist ein perfekter Tag, super Wetter, wenig Sonneneinstrahlung. Man hat das eingegeben und dann ist es berücksichtigt worden. Das ist auch spannend, weil heute haben wir die Meteostations dran, zack, boom, die nehmen alles mit. Die Meteostation, die müsste da, wo sie gerade ist. Ja, genau. Normalerweise ist es ja entlang der Messstrecke. Die Distanzstrecke halt, ja. Und wenn es 1 Kilometer oder 2 Kilometer ist, dann wird es schwierig. Das ist schon mächtig, ja. Und so Sachen. Aber Passion für Messtechnik war immer so, du hast da deine Passion gefunden. Genau, und dann hat sich dann herausgestellt, ja, wenn irgendwo ein Fehler auftaucht ist, muss man den Fehler suchen und einfach so Sachen. Und irgendwann einmal hat uns die Konkurrenz wild aufgekauft. Ah ja, genau, das habe ich mal gelesen, da hat man diese Teilachse da gesehen. Dann ist praktisch der vorhergehende Konkurrent, die haben uns nur speziell vorher engagiert gehabt, mit dem Mecometer ihre Reihenmessstrecke zu kalibrieren. Und da haben sie uns bezahlt dafür. Wir sind irgendwie an einem November, super Tag, hingefahren und die waren völlig platt, was wir für Genauigkeit zusammengebracht haben mit dem Ding. Dann haben sie uns an einem, ich weiß nicht genau, Freitag, 13. Mai 1988 sind wir aufgekauft worden. Und das war eigentlich 2 Monate zu früh. Wenn es 2 Monate später gewesen wäre, dann hätte Kern einen neuen
Theodolith-Station völlig revolutionär auf den Markt gebracht mit anderem Bedienungskonzept und so. Aber wir hatten die Einzelteile noch nicht bestellt, also praktisch besonders die teuren Gussteile. Und deswegen haben sie gesagt, ja, wir haben selber an, das machen wir nicht mehr weiter. Deswegen ist es eigentlich und dann haben zustande gekommen. dann haben sie praktisch das, was bei Kern über war, haben sie dann gesagt, also Theodolith macht ja nicht mehr so ungefähr. Wir dürfen eine Fotogrammetrie machen, weil da unsere Sachen ein bisschen weiter waren. Und wir dürfen nur das geografische Informationssystem machen. Und ja, dann hat man da den automatischen Theodolith gehabt. Und war dann quasi so deine erste Wegstrecke bis 1988 dahin. 1988 ist mein Geburtsjahr. Das heißt, bis dahin hattest du eigentlich schon sehr, sehr viel Berufserfahrung, ganz viel miterlebt. Und für mich ist das total interessant zu sehen, also aus der Zeit raus, was damals gemessen worden schon ist, die Herausforderungen, die man hatte. Und dann, wie ging das dann weiter nach 1988? Also dann hat die Firma Kern immer noch existiert und 1991 haben sie beschlossen, da wird nichts mehr produziert. Wir machen den Standort größtenteils zu. Von den 580 oder 590 Leuten bleiben noch ungefähr 100 über. Die werden übernommen und der Rest geht in dem Konzern auf. Und zu dem Zeitpunkt haben sie dann versucht, die Leute herauszufinden, haben so einige Leute gefragt in der Entwicklung, so, willst du Entwicklungschef werden, so ungefähr? Und der Dieter Meier und der Roland Summler haben gesagt, keine Ahnung, will ich nicht. Und ich war praktisch dritte Wahl, haben sie mich gefragt und ich gesagt, okay, dann mache ich es halt. Auf meine Draufsicht, ja, weil ich bin ja dank von dem Produkt, was du quasi im Kopf hattest, also getracktes Scannen mit Scannern war ja immer schon mein Baby. Ich war nie der taktile Typ. Für mich war immer klar, Scanning ist Zukunft. Und deswegen bin ich froh, dass damals du dritte Wahl warst. Für mich bist du erste Wahl, weil ohne dich hätte ich niemals diese Scanner so erfolgreich verkaufen können. Ja gut, das mit den Scannern, das ist dann einige Zeit später gekommen. Zuerst haben wir mal schauen müssen, dass wir die schwarze Kiste, die wir da von Kamlau übermittelt bekommen haben, wir haben die gekauft. Vielleicht für Kamlau ist API. Kamlau ist der jetzige... Joe Biotium und Kamlau waren eigentlich die API. Das sind immer noch API. Dr. Ma hat der damals geheißen, seine rechte Hand. Der hat die Programmierung gemacht und der Kamlau hat die Hardware und die Gespräche geführt. Wahnsinn. Ja, das ist alles auf alle Fälle eng zusammen. Haben wir den Lasertracker von denen bekommen und der hat ihm alles Mögliche versprochen gehabt und wir haben dann bei uns hat man dann versucht, innerhalb von ungefähr 2 Jahre gebraucht, dass man aus dem einigermaßen einen Tracker machen konnte. Man hat entweder tracken können, dann war er nicht genau, oder man genau messen können und dann hat man praktisch... Da war das Tracken weg, dann war das einfach das Tracking ganz schlecht, langsam, ja. ganz langsam bloß bewegen können, war also nichts. Manche haben das ja noch heute, dass sie das nicht gut können. Ja? Manche Tracker am Markt sind... Smart 310. Ja. Aber dann 310 für 3D. Also das 3D und dann später waren es da mal 930, 960 und so weiter und so fort. Ja. Zuerst hat es den 310 gegeben, der war schwarz. Und der hat so eine kleine Box Außendruck gehabt, der Hochfrequenzteil, der war außerhalb dran montiert. Und praktisch, dass das ganze Ding überhaupt funktioniert hat, mit den dicken Kabeln weg, von Anfang an. Und damit, von denen hat man vielleicht 30 verkaufen können. Und hinterher haben wir gesagt, okay, wir machen den ersten, den 500er. Den LTD 500. War dann auch noch nur Reflektor quasi, noch kein Probe, kein Sixdorf? Nein, ganz weit weg von da. Aber das LT für Lasertracker und LTD für Distanzmesser. Das wusste ich vorher gar nicht, was das D stand. Also LT war immer klar und das D stand für Distanzmessung. Genau. Okay. Und da haben wir zum ersten Mal den Absolut-Distanzmesser eingeführt. Am Anfang, wenn man sich vorstellt, dass man früher große Bauteile vermessen hat und praktisch den Strahl nicht verlieren durfte. Ja, genau, weil es war durch diesen Interferometer, also wenn er raus war... Wenn wir den Strahl durch irgendwie Kippen oder irgendwo durch...
Dann war der Strahl weg und dann hattest du noch kein Interferometer mit Absolutdistanzmeter gepaart. Da muss man an einen bekannten Punkt gehen. Vogel, Bird Bath, oder? Ja. Dieses Vogelnest. Oder man hat dann für große Objekte irgendwelche Punkte schon gesetzt an einem Bauteil. Wo du dich wieder an die Referenzkoordinaten einmessen konntest. Also er musste eine bekannte Distanz wissen, die du quasi abgesteckt hast. Dann hat er sich wieder verbunden. Und ich glaube, man musste auch sehr langsam sich bewegen zu der Zeit, dass man den Strahl, glaube ich, nicht verletzt. Ja, und da hat das nicht einfach so folgen können. Ja, ich bin verwöhnt, ich kenne ja schon Powerlock und für mich war alles schon, viele Probleme waren bei mir schon gelöst. Aber du hast die gelöst, ja. Ja, gut, nicht ich, also das Team. Einfach. Ja. Genau. Auf alle Fälle hat man dann zum ersten Mal den Absolutdistanzmesser eingebaut und eingeführt. Und das war 1995, hat man den ersten vorgeführt an einem CMSC in, ich glaube, Williamsburg war es. Da hat man den ersten Vortrag darüber gehalten. Und ich weiß noch, das war eigentlich eine ganz kritische Geschichte. Ich habe da den Vortrag gehalten und die hat dann eine Übersichtskamera. Wenn du den Strahl verloren hattest, dann hat der ist ja über den Spiegel gegangen, dann hat sich der Spiegel umgeklappt und hat von der Kamera in die Szenerie schauen können. Und da hat man so eine kleine LED gehabt, die da geblinkt hat. Da hat der Reflektor geantwortet und geblinkt. Und das war ein schönes Gimmick. Da hat man dann auf dem Bildschirm nachher, geh dahin, nimm den. Dann hat er da andocken können zu dem Reflektor. Und ich weiß noch, wie heute, da haben wir uns im Vorfeld ziemlich gestritten drüber, weil ich sagen wollte, momentan benutzen wir die Übersichtskamera nur zum Finden, zu beobachten der Szene. Also eine OVC einfach, die das genau beobachtet. Und ich hatte drin gehabt, ich könnte mir aber auch vorstellen, diese Kamera auch zum Messen benutzen. Das musste ich rausstreichen aus dem Vortrag und es hat dann hinterher ziemlich Ärger gemacht, dass das herausgestrichen war. Okay. Wenn das da drin gestanden wäre, dann hätten wir praktisch das als vorbekannt benutzt. Und so ist Folgendes passiert, das war im Juni oder Juli, als es vorgestellt worden ist. Im Oktober hat die Firma Metronor. Metronor, ja. Metronor, aus Kanada, glaube ich. Ja. Nein, die Metronor sind aus Norwegen. Oder Norwegen ist es, die ja, haben, genau. Die haben ein Kamerasystem gehabt, also das Metronor-System. Der Trackbalk mit diesem... Ja. Und die haben dann ein Patent praktisch lanciert, dass sie gesagt haben, wenn wir zu unserer Kamera einen Distanzmesser nehmen würden, dann wäre das viel genauer. Und das ist der genau umgekehrte Sache gewesen. Und dann haben sie gesagt, ja, das haben wir gehabt. Und haben wir dann hinterher einen riesen Streit gehabt mit denen wegen der Patentgeschichte. Wer war zuerst? Ja, die waren dann zuerst. Wir haben es gewusst, haben es nur nicht bekannt nicht patentiert. gegeben. Ja. Also auch kaufmännische Fehler gemacht quasi. Heftig. Heftig. Ja, da muss man immer achten. Da ist keiner gefeilt, so das ist auch so Santiago so meine Challenge im Moment und oft. Und dann hat man dann wir haben dann praktisch, ist die Entwicklung von dem Lasertracker, der hat sich dann gut etabliert gehabt, das war dann bekannt. Und als wir dann irgendeine Mikrotechnik war das in Zürich, eine Ausstellung, haben wir das so zeigen. Und da sind Leute von BMW gekommen und haben gesagt, ui, das wäre ja eine gute Idee, wenn wir praktisch während dem Bewegen immer wissen, immer messen, der Strahl ist immer da quasi. Wir können immer wissen, wo wir sind. Und wenn wir praktisch wie beim Lackieren von einem Auto, dann müsste man immer wissen, wo man lackiert. Und das umgekehrt macht. Sie hatten damals gerade dem Herrn Steinbichler, dem Hans Steinbichler wahrscheinlich noch. Dem Hans Steinbichler praktisch überzeugt, dass er eine Firma aufkaufen sollte, die so einen Scanner gehabt haben. Und die sind dann zusammen, das ist dann der Bertram Kaupert mit übernommen. Kenn ich auch aus meiner Steinbichler-Zeit. Ich habe beim Steinbichler gearbeitet, bevor es Zeiss war. Der Bertram Kaupert Bertrand war einer meiner ersten Partner dort. Ist mit der Lasertechnologie zu Steinbichler gekommen. Er war Mitarbeiter Nummer 27. Wirklich? Ja, das ist krass. In Neubeuern dann quasi und noch im Fröschental. Genau. Ja. Und BMW hat dann praktisch ein Patent lanciert, wie man praktisch mit dem Handscanner da irgendwie umgekehrt lackiert, also digitalisieren könnte. Und dann hat es gesagt, ja gut, die Orientierung, die stimmt ja dann nicht. Also den Reflektor hat man schon immer, aber wenn der so... Dann braucht die Rotationsdaten. Genau, braucht die Rotationsdaten, haben sie gesagt, ja. Die RZ-Werte, ne? Dann sollte man praktisch ein Inertialsystem oder ein Kreisel oder irgend sowas.
Und da wurde das Ding immer schwerer und gesagt, das geht nicht. Aber damals zu dem Zeitpunkt war es noch Leica, da hat Hexagon noch nicht gekauft, oder? Nein, war es nur Leica. Das war noch Leica, freiständig. Ja, genau, Leica. Also, das und dann ist mit diesem ersten Scanner, ich kann mich erinnern, ich habe mal einen aus der USA bekommen, als ich war im Support beim Steinbichler gearbeitet. Ich kannte nur die aktuellen, TS50A und so, also die kleinen. Und dann habe ich mal einen gehabt, der hatte am Anfang auch solche Igelzapfen draußen gehabt. Das war ja Nein, das war nicht unser. Das ist nicht, hat damit nichts zu tun. Er war nie größer als so. Okay. Auf alle Fälle haben wir dann das irgendwie weitergemacht und habe ich gesagt, ja gut, wir könnten unsere Kamera schon nutzen, wenn das ein Inertial-System, das verliert ja die Genauigkeit, dann müsste man zum Beispiel jede Sekunde könnte man euch ein Update schicken über die Kamera, so, wo er wirklich ist. Über die LEDs dann, oder? Nein, das war noch gar keine LEDs, oder? Haben wir gesagt, wir könnten dann zusätzliche Kameradaten überliefern, dann könnt ihr das immer wieder updaten. Und dann hin und her. Dann haben wir überlegt, ja gut, dann machen wir das ja anders. Dann bin ich mich mit dem Stephen Keil zusammen, haben wir uns hingesetzt und haben gerechnet, welche Genauigkeit hat denn unser Tracker. Und wenn wir jetzt die Orientierungswerte noch dazu bringen, wie genau wird das dann? Und dann sind wir drauf gekommen, wir dürfen eigentlich fast keine Genauigkeit mehr verlieren. Dann muss man eigentlich hergehen und sagen, ja, dann müsste man, also nicht so wie die anderen Systeme, alle, die in Abhängigkeit von der Entfernung sind, immer ungenauer, weil die immer den gleichen Bildausschnitt gehabt haben. Dann haben wir gesagt, da müssen wir es umgekehrt machen. Das heißt, wir müssen immer praktisch wie ein Zoom benutzen, dass man praktisch immer die gleiche Größe hat. Dann hat man praktisch einmal die Genauigkeit von der Kamera und es muss unabhängig sein, ob man nah oder weit weg ist. Und deswegen sind wir drauf gekommen, okay, wir machen das mit dem Zoom. Es gab aber nie vorher die Möglichkeit, es gibt keine messende Zoom-Kamera. Weil da führt man eine Ungenauigkeit zusätzlich ein. Ja. Und dann haben wir uns überlegt, wie wir das machen können. Das war die große Herausforderung, war dann das Zoom zu entwickeln. Vor allen Dingen, weil normalerweise und dann gleichzeitig, wenn man sich so für Sportveranstaltungen interessiert und sieht, wie die da hinterm Tor sitzen und dann mit der riesen Kamera vom Objektiv da dran zoomen, das ist ja alles gut und schön und die bringen das ja ganz gut hin. Aber das dürfte nicht groß sein. Das musste praktisch normales Fernrohrgröße sein, so 15 maximal. Durchmesser 40, so in der Größenordnung. Und da war die Geschichte dann gleich mal schwierig. Und dann hat man gesagt, ja gut, normalerweise ist ja praktisch in so einem Fernrohr ist ja ein Fokussierglied, das heißt, das macht die Fokussierung. Und gleichzeitig gibt es ein anderes Linsensystem, das macht die Vergrößerung. Das war dann der Varius-Zoom, oder? Genau, und da hat man praktisch das beide. Und normalerweise läuft das beides in einer Führung. Und da haben wir gesagt, das geht nicht, da wird es zu groß. Man musste praktisch die Bewegung sicherstellen, dass die genügend genau läuft. Und hat man praktisch da in der Kamera selber unglaubliche Anforderungen gehabt, wegen der Ausdehnungsgeschichten. Das heißt, also Koeffizienten, oder, die da wandern und Temperatur von der Bewegung wahrscheinlich. Nein, nicht von der Bewegung, überhaupt Temperatur. Wir haben dann herausgefunden, von den Komponenten dass man die Kamera selber aus dem Material Titan macht. Hat ungefähr Ausdehnungskoeffizient ganz gering. 10. Ähnlich wie Glas, ähnlich wie Stahl. Also praktisch, dass die drei Komponenten zusammenführen. Ja, damit die Kurve nicht driftet und damit das auch, nicht auseinander damit es geht halt auch statisch bleibt. Ne? Und vor allen Dingen, nachdem praktisch solche speziellen Umlaufspindeln benutzt wurden, um das hin und her zu schieben, musste da praktisch die eigentlich spielfrei eingebaut werden. Aber spielfrei heißt immer, irgendwann klemmt es und irgendwann ist es locker. Also musste man das ganz speziell machen, dass das dann funktioniert. Auf alle Fälle hat es dann funktioniert. Und der Optikrechner, der hat gesagt, da müssen wir die nach der Gegend bewegen. Und als wir das dann alles soweit hatten und die bestellt haben, die ersten Titanteile, das war natürlich heikle Geschichte, schwierig zu bearbeiten hinterher und so. Und da kam an, wenn wir das Ding genau 5 mm größer machen, das Objektiv im Durchmesser, dann wäre es noch genauer. Und er hat gesagt, geht nicht mehr. Wir haben es bestellt, wir können das nicht mehr ändern. Und das sind auch immense Kosten, die dann da laufen. Ja. Und deswegen war dann irgendeine
Kalibriervariante noch zusätzlich einzuführen, damit wir das praktisch überwinden können. Also dann haben wir da begonnen, diese Geschichten zu machen und die Entwicklungsabteilung selber war mit 37 Mitarbeitern bestückt und es hat überhaupt nicht gegen Sinn gereicht. Man muss sich vorstellen, man musste eigentlich 6 oder 7 Einzelprojekte machen. Das heißt, der Trecker selber musste erweitert werden, dass das Zeug drauf passt. Die Kamera musste entwickelt werden, obendrauf. Der Controller musste völlig anders sein, hat ja viel mehr Daten zu verarbeiten gehabt. Lauter neue Herausforderungen. Dann musste praktisch der Reflektor oder praktisch das Drumherum, die Probe entwickelt werden. Das war völlig neu. Dann macht einfach mehr Aufgabe dann und mehr Daten auch. Genau. Viel höhere Rechendaten durch die Rotationsdaten. Genau. Und dann hat man praktisch das alles gehabt und dann musste man eigentlich die ganzen Werkzeuge dazu machen, die Kalibrierung. Wahnsinn. Das muss also, am Schluss waren dass der Probe kalibriert ist, dass der Stylus kalibriert ist, dass der Scanner richtig dann kalibriert wird. Gut, der Scanner ist eine andere Variante. Später, Auf alle Fälle musste man alles, das Schlimme ist, man musste alles gleichzeitig fertig haben. Wenn man sagen kann, jetzt machen wir das zuerst und man hat den ersten Release und dann nichts. Es musste alles gemeinsam funktionieren. Und dann musste man sich fast intern durchschlagen. Am Schluss habe ich praktisch, das war es kurz bevor es eigentlich abgewürgt wird, das Projekt. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt wird nicht mehr weiter getestet, jetzt wird das gemacht, so einfach mit dem Kopf durch die Wand, stur beschlossen. Und jetzt nehmen wir diese erste Kamera und zeigen es dem Kunden. Der erste Kunde, der interessiert war, dem wir das zeigen wollte, war Volvo. Volvo in Göteborg, BMW hat in der Zwischenzeit den Optotrack gekauft. Von NDI damals, von NDI. Ne? Klar, die hatten den gleichen mit Steinbichler-Technologie gepaart bisschen und kam aus der Medizintechnik. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch versucht gehabt, mit den Leuten von NDI Kontakt zu haben. Die waren in Kanada, glaube ich. Die waren in Kanada, in Waterloo. Ich weiß es, weil ich habe früher Support für den NDI-Tracker immer gemacht und dann haben wir immer mit Kanada korrespondiert, da hattest du diesen Zeitversatz. Die waren dann immer nicht up to date pro Tag, du hattest immer einen Tag Zeitversatz dabei. Und ich wollte die überzeugen, dass sie den Teil der Kamera für uns entwickeln. Die haben irgendeinen Award gewonnen gehabt, wollten nicht. War ja auch so ein Dreier-System quasi, der NDI, der Optotrack 1000 am Anfang, oder? Das war eigentlich unabhängig davon, aber das hatte die Ungenauigkeit in Abhängigkeit von der Entfernung. Also genau, das ist dann quasi auch wie so ein Kegel aufgegangen. Genau. Und, aber wir haben mit denen insofern Kontakt gehabt, dass wir die Dioden bekommen haben. Zum die Dioden Triggern für die Litzen dranhängen auf die Dioden für die Rotation. Rotationsmessung. Und auf alle Fälle waren wir deswegen, weil BMW praktisch für den Optotrack entschieden hat, weil die wollten schneller was haben, wir haben zu lange gebraucht. Ja. Dann sind wir zu Volvo gegangen und haben bei Volvo die Messung gemacht und die waren begeistert. Das war so kurz vor Weihnachten. So. Die Idee war ja auch überragend. Also, ich meine, das war genau das, was am Markt so schnell, einfach und dann natürlich auch, wenn man die T-Probe kennt. Und die haben dann gesagt, okay, wir wollen, wann können wir das kaufen? Wir wollen das sofort, wir entwickeln das. Und das war der Startschuss. In der Zwischenzeit habe ich eigentlich meine Entwicklungsabteilung verloren gehabt. Ich habe mich nur ums Projekt gekümmert. In der Zwischenzeit war der Roland Zumbrunn Entwicklungschef. Und dann habe ich praktisch gesagt, jetzt machen wir das noch schön fertig. Wann war das ungefähr? So 2001. 2002. 2001, 2002. Ja, genau. Und dann war der Jürgen Dold, der Produktmanager damals, Lasertracker, der war völlig entsetzt, wie wir da abends, nachdem wir da in Göteborg in irgendeiner Kneipe gesagt haben, juhu, wir haben es geschafft, so ungefähr. Er hat gesagt, ja gut, jetzt mache ich die Aufräumarbeiten und dann habe ich keinen Job mehr. Da ich gesagt, was? Da ist er nachts noch, hat der Walter Mittelholz gesagt, wir müssen unbedingt was machen, dass der nicht abhaut oder so. Und dann haben sie mir angeboten, ich soll dann, das Einzige, was noch nicht fertig war T-Scan, ich soll mich um T-Scan kümmern. Und dann haben wir im nächsten halben Jahr das T-Scan auf die Schiene gesetzt. Mit Steinbichler dann zu der Zeit, mit Bertram Kaupart und so. Genau. Und mit dem Conny Vonab von unserer Seite. Auf alle Fälle ist es dann... Da gab es noch irgendeinen Ansprechpartner, der die Algorithmik dafür gemacht hat, den Namen Bertram Kaupart, dann gab es den Bergmann noch.
und den Christian Tamm, ich weiß nicht, ob der damals auch schon war, der kam später, glaube ich. Den Bece. Andi Bece. Andi Bece, Ja, der Andi Bece war derjenige, der coolste Typ von der Entwicklung. Ich habe ja eine Zeit lang beim Support Ausbildung drüben machen dürfen, als ich bei Steinbichler war. Und der Andi war mal cool. Mit dem habe ich dann später noch öfter zu tun gehabt. Ja gut, dann war ich 2 Jahre für die T-Scan zuständig. Und am Schluss haben wir praktisch da 14 Systeme, T-Scan-Systeme an Toyota und im nächsten Jahr nochmal 14. Das war dann mit TBTS auch zusammen, ja, genau. Und Tokyo Breaky Systems, auch sehr spannend, Japan, riesen Laden. Ich habe immer den Support machen dürfen, dann mit Marc Stützel zusammen, dann auf der Hexagon-Seite später auch und davor auch ein bisschen mit den anderen Sachen, weil wir hatten oft immer noch Altbestand dabei. Man muss ja auch sagen, diese Leica-Technologie, die steht nicht nur 2-3 Jahre, sondern die steht beim Kunden 15, 20 Jahre. Das ist eigentlich so das Beeindruckende gewesen. Und ich kann mich erinnern, ich habe 2011 im Support bei Steinbichler angefangen und habe immer noch Systeme gewartet, die aus den 90er, 2000er Wende da waren, 2001, 2002. Und gerade die Toyota-Seriennummern kann ich mich immer noch daran erinnern. Und wir haben damals die Jü gehabt, die war noch Korrespondentin für Japan, dass man das auch diese Form war, ist krass. Also eigentlich dann zu sehen, was ihr da damals gemacht habt und welche Aufgaben ihr da hattet. Ja, und dann hat sich herausgestellt, nachdem das Ganze zu einem Erfolg wurde, die ganze Sechstopf-Technologie, hat das Management von Hexagon beschlossen, die haben uns jetzt so viel Geld gekostet. Die haben irgendwie 25 Millionen absorbiert für diese Entwicklung. Ja. Und wir brauchen so und so lange, bis wir das wieder herin haben, so ungefähr. Und die werden nicht billiger. Wir wollen diesen Teil verkaufen. Ja. Und da sind sie hausieren gegangen, haben sie gefragt, Zeiss wollte die, zu Renishaw wollte die und zu Hexagon wollte die. Und dann haben Zeiss und Renishaw haben abgewunken und Hexagon gesagt, eigentlich schon, aber das Problem, wie ihr uns das gemacht habt, so wollen wir es nicht. Die wollen es anders. Dann würden wir, weil Leica hat gemeint, wir können die noch produzieren in Heerbrugg und ihr vermarktet die dann und dürft die dann weiterentwickeln und so. Und dann hat der Ola Rohlen von Hexagon gesagt, das macht nicht. Aber wisst ihr was? Wir nehmen alles. Dann hat die Raubkatze zugeschlagen. Ganz Leica. Der große Hai. Und dann war das Management-Team, war dann irgendwie, das Leica Geosystems Management-Team war eigentlich entsetzt. Okay. Und wollte gesagt, das geht ja gar nicht. Wir wollten jetzt endlich, wo wir auf dem Markt gut sind. Jetzt geht's los, jetzt fangen wir an. Genau. Ja, und dann eigentlich Übernahme. Und Konzernübernahme heißt immer, man verändert nicht nur ein Stück, sondern wahrscheinlich fast alles. Nein, oder? Sie haben ja eigentlich irgendeinen Plan gehabt, was Sie machen wollten und wie Sie weitergehen wollten. Und Sie haben praktisch mit den ganzen Aktienmodellen und all mögliches Zeug hatten die. Und dann haben sie schnell gesucht, wo könnte man das sonst hin, weil wir waren ja eigentlich... Wann war das? 2005 oder sowas. Ja, 2002 2006 war dann die Übernahme, glaube ich, offiziell. 2002 sind wir als Leica Geosystems auf den Markt gekommen, bevor die erste Krise war. Und das war eigentlich ganz gut. Und hat jeder vorher, die im Management-Team waren, also auch von einem bestimmten Teil, haben sie uns irgendwelche Optionen versprochen, wenn wir da bleiben. Wenn wir das fertig machen. Das ja. Und also Sustainability, Nachhaltigkeit, genau. Wertschöpfungskette, und ganz wichtig. Das hat dann irgendwie noch funktioniert, aber dann plötzlich haben sie dann irgendwelche anderen Käufer versucht zu akquirieren und dann kam, zum Glück sind die das nicht geworden, die Firma da nachher aus USA. Sagt mir gar nichts. Die hatten auch irgendwie Zugriff, also auf alle Fälle eine amerikanische Firma. Und das ist der Leuten immer die... Aber keine Messtechnikfirma. Nein, der Leuten immer die Alarmglocken, die wollen das dann Big Business machen und zerschlagen und all Mögliches. Die nehmen sich die guten Sachen raus und dann der Rest bleibt stehen. Auf alle Fälle haben die gesagt, ja, sie zahlen pro Aktie 501 Schweizer Franken. Und Hexagon hatte vorher 465 geboten gehabt. Und dann wurde das irgendwie anders geregelt und dann haben sie gesagt, ja halt, wenn die Due Diligence machen dürfen, wir haben das jetzt aus ungesehenem Ding
gesagt, das ist so viel wert, das wollen wir. Wir wollen das auch Due Diligence machen, haben sie es Da sehen die halt auch dann die ganzen Daten, ne? Due Diligence, die sehen die Entwicklungssachen, die sehen eure IP. Dann sehen sie das alles Ja. und da haben sie irgendwie 2 oder 3 Wochen Zeit gehabt, das anzusehen, die Hexagon-Leute. Und dann sind sie wieder zurückgekommen und haben gesagt, wir bleiben bei unserem Angebot von 465, aber jeder Aktionär bekommt für eine Hexagon, für eine Leica-Aktie noch 5 Hexagon-Aktien dazu. Oh. Und dann wurde der Preis von 460 auf 500 irgendwas 40 oder so. Und dann innerhalb von einer Woche War das erledigt. wurden die genügend verkauft. Aber es ist eigentlich ist ein fairer Deal, weil man gibt den Leuten die Option und sagt, hey, das kauft, du skalierst weiter. Finde ich eigentlich die schönste Lösung, wenn man Und sowas da waren tauscht. da eigentlich das große Management. War ein guter Aktientausch, oder? Da habe ich dann praktisch die 400, ich habe nicht so viele Aktien gehabt, habe die 465 gekriegt und gleichzeitig so viele Hexagon-Aktien dazu. Ja, und dann ist das entsprechend weitergegangen und ich habe eigentlich gekündigt gehabt bei der Firma. Und Das wusste ich gar nicht, das ist eine neue Story, die kenne ich auch gar nicht. Ich habe eigentlich gekündigt gehabt, weil Okay. ich bin mir irgendwie ein bisschen nicht fair behandelt vorgekommen von dem damaligen Walter Mittelholzer. Es ist immer interessant zu hören, die alten Leica-Urgesteine, die haben halt immer noch Leica am Herzen, die hatten auch lang Leica auf dem Shirt. Ich kann mich erinnern, ich habe 2014 bei Hexagon angefangen und einer meiner ersten Besuche war dann Treckerausbildung in Aarau. Da waren viele noch mit Leica-Shirt und so, da war Hexagon noch gar nicht so. Nein, eigentlich hatte mit Hexagon gar nichts zu tun gehabt, sondern mit der Art und Weise von vorher. Wie ich da praktisch auf meinen Entwicklungschefposten verloren habe und wie mir mich die letzten halbe Jahr getriezt hat. So quasi, jetzt wenn wir nicht bald was liefern, dann müssen wir das hochgelassen und so. Das war irgendwie Schlechte Zeit für dich. schlecht für mich. Und hinterher haben es dann sich alle selbst beweihräuchert mit dem, was sie gemacht haben. Und da sind 2 andere noch zu irgendeinem Award. Also mit fremden Fehlern schmücken meinst Genau. du da, ne? Und das Bei war Großkonzernen und so dann auch oft Struktur. und da war ich nicht ganz so happy drüber Das und verstehe habe ich. gekündigt. Und dann hat eigentlich der Walter Mittelholz, unser damaliger Chef, sich selbst verpokert gehabt. Er hat mit dem Ola Rohlen ausgemacht gehabt oder er wollte die ganze portable Messtechnik unter sich vereinigen. Dann hat der Ola Rohlen gesagt, okay, Walter, das bekommst du, aber dein Arbeitsort ist dann London. Das hat direkt mit einem Konzernmanagement sitzt Und eigentlich. das wollte der Walter nicht und dann ist der Walter gegangen. Und dann haben sie einen neuen, War das dann Duncan schon? Oder? dann ist Duncan gekommen. Weil der Duncan Duncan war ja auch mein oberster VP quasi. Wir haben eine Multimarktstruktur bei Hexagon gehabt. Und Duncan war ja quasi Duncan dann war Chef Europa, mein Europa-Verkaufschef. Ja. Europa-Verkaufschef und der ist dann nach Aarau gekommen und hat gesagt, okay, er übernimmt das jetzt. Der kam aber auch von der Basis, glaube ich, oder? Der war vom Feld. Ich habe, als ich bei Kern noch war, habe ich mit ihm einmal einen ECTS-Kunden besucht in Nordirland. Da war er völlig, Einmal komplett Reset All. vor allen Dingen Nordirland, das war so wirklich der Klassiker. Der hat ausgesehen, wie man sich einen Nordiren vorstellt. Weiß, rote Haare, eine Sprache, die man nicht versteht. Ich habe ihn einfach nicht verstanden, was der gefragt hat. Und das, obwohl ich eigentlich mitentworfen habe, das Programm. Ich habe genau gewusst, wie das Programm funktioniert. Und der hat mich was gefragt, das kann ja gar nicht sein. Ja. Und dann vor Ort hat er mir das gezeigt, was er meint. Und am Abend haben wir das Problem, das er hatte, haben wir gelöst gehabt. Das war wirklich kein Problem. Und dann habe ich den Duncan gefragt, ja, Duncan. Ja, das ist aber auch was dich auszeichnet, Raimund. So, du hast nie in Problem gedacht, sondern immer in Lösungen. Das war immer der Ansatz, wenn ich mit dir telefoniert habe, wenn ich irgendwas gebraucht habe. Du bist immer mit Lösungsansätzen vorangegangen. Ein lösungsdenkender Mensch. Sehr, sehr angenehm, damit zu arbeiten. Und jetzt eben, da hat der Duncan gesagt, verstehst du den, was der hat? Ja, ungefähr 50% verstehe ich, was der spricht. Ja, das reicht im Vertrieb meistens, ja. Und auf alle Fälle hat er dann zu mir, als er nach Unterenfelden kam zum ersten Mal, hat er gesagt, überleg dir das, weil ich habe da schon gekündigt gehabt. Ich habe da natürlich, weil ich einen Managementvertrag hatte, halbes Jahr Kündigungsfrist,
du kannst mich jederzeit anrufen, kannst das überlegen, wir finden was, wo du weitermachen kannst. Ja. Und dann habe ich das so nach 5 Monaten ausgereizt gehabt und gesagt, okay, ich habe ihn am Pfingstsonntag mal irgendwie eine Mail geschickt, wir könnten uns am Dienstag, wir können nächste Woche mal unser Zeithaus darüber unterhalten. Ich überlege mir es, glaube ich, nochmal. Und das hat genau 5 Minuten gedauert. Nachdem er die Mail erhalten hat, hat er gesagt, okay, am Dienstag um 8:30 Uhr haben wir einen Termin. Da wird das besprochen. Wahnsinn, ja. Und dann bin ich dort geblieben und habe... Extrem langer Weg eigentlich, wenn man mal schaut, von wo du herkommst, wie weit du da vorne warst. Und dann kommt doch irgendwann dieser 69-Wurf, oder? Das war dann so das nächste Riesenthema. Ja, und da war ich dann nicht mehr eben Entwicklungschef, sondern nur noch für Spezialprodukte und Spezialprojekte zuständig. Und der Duncan hat zu mir gesagt, ich kenne mich zu wenig technisch aus. Du musst mein technisches Gewissen werden. Also er kommt immer wieder mal... Das war aber noch 901 dann, oder? Das war 901-Zeit. Oder war das schon die 69? Das ja, einfach überhaupt der Übergang, wo dann der 403 gekommen ist und die ganzen Sachen. Und da hat er sich praktisch, habe ich so gesagt, du bekommst so ein großes Budget für Sachen zu machen, die du glaubst, dass gut sind. Das war dann die T-Mac zum Beispiel und sowas, gell? Und da habe ich praktisch das Gleiche. Der Pinguin. Alle T-Mac-Versionen habe ich alle selber gemacht. Ich durfte eine eigene Firma haben. Ja, genau, da kann ich mich noch dran. Ist ja Engineering irgendwie und dann hast du da hast du dich da eigentlich mit deiner Kreativität frei ausleben können. Ja, nein, ich habe ja eigentlich eine richtige Stellung, einen normalen Job bei Hexagon gehabt. Ja. Und immer wenn ich irgendwas machen wollte, habe ich gesagt, schau her, das könnte man so machen. Und habe ich gesagt, ja, nein. Es wurde immer vorher besprochen, weil es durfte ja nicht sein, dass einer auf der einen Seite da was Geld verdient und auf der anderen Seite in die eigene Tasche wirtschaftet mit der eigenen Firma. Das musste klar sein. Das musste halt sauber laufen. Das musste klar geregelt sein. Die T-Mac ist zum Beispiel was daherkommt. Und hast du mit der T-Mac damals auch schon irgendwie Berührung mit dem Santiago gehabt oder kam das dann später? Ich habe mit der T-Mac im Santiago deshalb Berührung gehabt, weil der Santiago ist aus dem Studium, glaube ich, gekommen. Ja, von der ETH relativ frisch, ja. Wurde bei uns hat vorstellig und gesagt, er hätte ein Roboterkalibrierungsprogramm. Ja, das Robodyne, ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann können wir das machen. Ich habe mit meinem Teammate bin ich da hausieren gegangen und habe gesagt, machen wir das mal so. Und da hat er dann bei uns angefangen. Und gleichzeitig das Ganze mit T-Mac, da hat der Duncan ist dann plötzlich mal zu mir gekommen und gesagt, wir haben da eine Hexagon hat eine Firma gekauft, die haben so ein Kamerasystem. Und, Ach, Cognitens. Ja. Das war dann das mit der T-Mac an der Seite vom System, wo die nicht wussten, wann die blitzen und so. Und ich sollte da mal mitgehen und haben wir uns dann unterhalten, was man da machen kann. Da haben wir irgend so einen Prototyp genommen und haben das herausgefunden. Ja, da war da auch, glaube ich, unten mal in Santiago, die haben es da hingeschickt. Sollte irgendwas lösen auch. Ja. Riesenlange Geschichte auch. Das ist eine ganz lange Geschichte. Aber da sind wir eigentlich so dran gekommen, so aus der Vergangenheit raus. Und ich kann mich erinnern, ich war auch 2014, als ich bei Hexagon angefangen habe, hatte Santiago gerade Robodyne für Europa vorgestellt. Da gab es dann schon riesen Erfolge mit T-Mac und so in APAC. Haben wir heute übrigens ganz viele Kunden, wo wir wieder anknüpfen können an das Robodyne. Das ist genau das, was es eigentlich gibt. Und ich habe damals schon gemerkt, so der Santiago, der ist anders wie die anderen. So, der hat da den Drive in die Automation rein. Und ich war ja derjenige, der gesagt hat, wo ich angefangen habe, da kam jeder immer mit Probing. Ich habe immer gesagt, warum Probing? Warum scannt ihr nicht? Ihr habt so einen hochgenauen Scanner, da gibt es so gute Kundschaft, BMW, Audi und Co. Und Santiago und ich sind dann eigentlich zusammengekommen mit dem Robodyne-Launch. Und ich habe gemerkt, hey, der tickt wie ich, mit dem will ich was machen. Und ja, dann hat er sich ja irgendwann mal bei mir gemeldet. Und da dachte ich mir, der ist der richtige Mann. Ja. Und das vereint uns eigentlich, dass er so da frühzeitig schon mit der Technik dran war und ich habe gewusst, wie funktioniert der Vertrieb. Und das ist, glaube ich, beim Duncan und bei dir auch. Ihr seid da ähnlich gewesen. Ja. Ich habe dann praktisch der Duncan hat dann entsprechend Fuß gefasst in der Firma, hat dann mit dem Burkhard Böckem oder praktisch nach dem Nachfolger, dem Veri, hat er auch Kontakt aufgebaut und dann war ich eigentlich nicht mehr so notwendig. Ich habe praktisch nebenher alle Systeme, die was mit Automation zu tun hatten, habe ich immer
Ja, aber ich würde gar nicht sagen, nicht so notwendig, weil alles, was du damals gemacht hast, da setzen wir heute drauf auf. Ja, schon, das ist schon Also klar. ohne dich würden Santiago nicht ins Ofenrohr schauen. Nee, das ist schon klar, aber das habe ich nicht, wie gesagt, das hat das Team gemacht. Das Team war extrem. Ich meine immer, das Team ist immer das Wichtigste. Das ist ja auch bei uns. Der Laden funktioniert nur so gut, weil wir die besten Leute haben und zusammen powern. Da ist kein Gegeneinander arbeiten. Und ich glaube, solange wir das beibehalten, haben wir eine gesicherte Zukunft. Am Ende des Tages hängt es immer nur am Team. Aber ich glaube trotzdem, es müssen auch immer die Köpfe geben, wie in guten Sportmannschaften, die so ein bisschen die Leute mitnehmen können. Und dann glaube ich, hat man ein sehr fähiges Es gibt immer wieder Sachen, die man entgegen den normalen Regeln machen muss. Hätten wir 11 Dynamics, glaube ich, nie gegründet. So Kleinigkeiten wie zum Beispiel, es muss, auch wenn eine Kaffeepause mal ist, die dauert heute mal länger als eine Viertelstunde, die ganz wichtigen Entscheidungen fallen in solchen. Oder abends beim Essen oder beim Bier. Und das ist auch, warum wir immer versuchen ich versuche das auch immer zu fördern. Ich sage, hey Leute, kommt ins Büro, geht zusammen Mittagessen, verbringt Zeit zusammen, weil auch wenn du bei uns zum Beispiel, du hast dann Situation, jetzt zum Beispiel die Woche, jetzt hast du hier Vertrieb von uns ist im Haus, Entwicklung, Marketing, Accounting, Partner, da kommen die besten Gespräche und die sitzen dann halt mal 1-2 Stunden beim Kaffee und das ist genau, was so wichtig ist, das mit den Leuten reden. Und das ist ja auch, was du eigentlich immer gemacht hast auf diesen Europa-Meetings. Du hast mit uns geredet und da konnte man ran. Da passieren Sachen wie zum Beispiel, die Sandra hat doch damals gesagt, ja, wir könnten doch einmal so einen Körner machen. Ja, der Punchtool von der Sandra Meurer, ja. Die müssten wir eigentlich auch mal ins Podcast einladen, die Sandra. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja gut, das mache ich. Ich war ja dann für Spezialprodukte und Spezialprojekte zuständig und habe dann den ersten selber gedreht. Ja, cool. Ich kann mich noch erinnern, das war auf der Deep-Rob quasi zum Aufstecken und dann konntest du quasi, das war damals für irgendeinen Kunde, von irgendeinem Großgusskunde oder so, irgendwas Größeres, glaube ich. Ja. Und dann haben wir praktisch da das Produkt entwickelt und haben wir praktisch eine Firma gefunden, die Einzelteile mit der genügend Genauigkeit herstellt, und zwar irgendwo in der Schweizer Uhrenindustrie. Weil die haben so Maschinen gehabt, mit denen man so Kleinteile so präzise machen. Und so eine Rückkoppelfeder irgendwie, gell? Ja, und die Präzision ist eigentlich, wenn man so einen Käuflichen hat, da wackelt das Ding 2 Zehntel vorne, das hilft ja nichts. Bringt nichts, weil der Körnerpunkt schief sitzt. Das muss statisch irgendwie festsitzen und dann aber sauber können. Ganz genau sein. Aha. Und die haben uns zu einem Spezialpreis mal 5 gemacht. Und dann hat Hexagon gesagt, ja gut, okay, wir bestellen jetzt mal 10, das scheint doch so. Und dann haben die gesagt, ja halt. Wer kauft das? Nein, haben die gesagt, nein. Ja. Wenn wir für euch welche machen müssen, dann müssen das mindestens 100 sein. Wir müssen mindestens 100 bestellen, dass wir überhaupt die Maschine anschmeißen. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, das ist uns zu teuer, wollten nicht. Und das hat mich so genervt. Ich habe mich so gefreut, dass das funktioniert. Und ich gesagt, wisst ihr was? Also, meine Firma, also ich kaufe die. Da habe ich irgendwie, was weiß ich, wie viel, 25.000, 30.000 in die Hand genommen und gesagt, ich kaufe die 100. Oder es war sogar noch mehr. Ich kaufe die 100 und habe mit Hexagon aber abgemacht, für euch ist der Einkaufspreis so, wie wir es bis jetzt hatten. Ich habe mit den anderen verhandelt und da habe ich ein bisschen eine Marge ausgehandelt. Ja klar, wie man es halt macht, Handlingsmarge ist dann wichtig. Ja. Und dann habe ich ihnen immer wieder 10 oder 15 oder irgend sowas geliefert. Und ich habe immer 100 oder 150 gekauft. Und das war im Jahr 2014. So. Mittlerweile habe ich 950 verkauft. Überleg mal. Ja, da sieht man auch mal, was der Bedarf ist. Für die, die das nicht kennen, im Prinzip Punchtool, da konnte man anreisen auf Gussteilen zur nachherigen Verarbeitung, als eigentlich nur Könnerpunkt setzen. Ja. Das Witzige daran ist, ich habe gestern per Zufall eine Bestellung gekriegt von Hexagon. Oh. Für 10 Stück. Schau heute noch, ja. Für 10 Stück. Und habe mal geschaut, in diesem Jahr, also seit 1. Januar, haben sie schon 50 bestellt. Das ist gut. Wir haben heute auch wieder eine Hexagon-Bestellung bekommen. Du hast eine bekommen. Haben sie können wir nach Mittagessen gehen. 50 bestellt. Ja. Das ist zwar Kleinvieh, aber Kleinvieh macht auch nichts. Du, das macht sich über die Zeit bemerkbar. Wir haben ja am Anfang auch mit Hexagon mit ganz wenig Auslieferungen angefangen, skaliert irgendwann und wenn die Technologie gut ist.
immer wenn ein Produkt oder Technologie gut ist und Vorsprung bringt, werden es Kunden kaufen. Weil am Ende entscheidet der Kunde, was er kauft. Wie der Vertrieb. Vor allen Dingen die ganzen für große Gussteile, die Firmen, Genau. Silbitz Guss und wie die alle Silbitz Guss war es, glaube ich. Ja, die haben das benutzt. Oder für den Waggonbau, also Stadler. Stadler Rail und sowas. Ja, genau. Da habe ich jetzt mit Massimo Cavaliere mal wieder gesprochen, dass man da mal wieder was macht mit dem. Die haben mittlerweile viel XL. Und für so einen Doppelstockwagen brauchen die 6000 Körnerpunkte in einem Wagen. 6000 Körnerpunkte, das sind 6000 Messungen, 6000 Mal mit der T-Probe. Genau. Und das sind wahrscheinlich eine Woche Arbeit oder so, oder? Ja, und dann das ist dann zum Anschrauben, wo die dann anschrauben. Ja, genau, dann müssen sie irgendwie ein Loch bohren, je nach unterschiedlichen Durchmesser. Das ist dann Gewinde oder irgendwas. Irgendwas ein und die Verschalung oder Lampen. Mega oder geil. All Mögliches. Ja. Glaubst du, sowas könnte man auch automatisieren? Nicht so einfach. Wird schwierig. Vor allen Dingen, du musst dir vorstellen, das ist jetzt in irgendwelchen speziellen Größenordnungen. Der Roboter müsste irgendwie reinfahren und so, ist alles nicht einfach. Gell? Ja, es wird irgendwie so eine Applikation geben, die wird nach wie vor ein Mensch machen müssen. Ja. Oder ein Human Robot. Das Einzige, was man noch sich vorstellen könnte, ist anstelle dem Punch gleich ein Loch bohren. Das wär unser Ansatz gewesen. Da gibt es auch ein paar Projekte, will nicht zu viel spoilern, aber auf der Control gerne mal vorbeischauen, da gibt es einen Haufen neuen Applikationen. Aber das ist eigentlich für die komischen Positionen, wo man das machen muss, ist zu schwer. Ja. Zu schwer zu Raimund, vielen Dank. Du hast heute eigentlich die ganze Geschichte mal aus der Vergangenheit erzählt, wo du angefangen hast, vom Feinmechaniker bis hin dann zu den ersten Geomessungen, deine ersten Besuche in Aarau, Entwicklungsleiter, Sixdorf, Kooperation mit NDI. Mir fallen so viel mehr Sachen ein. Aber du siehst, heute bist du über 70. Du bist doppelt so alt wie ich. Oder ich bin doppelt so jung, oder wie man es auch sieht. Aber es ist, wie du sagst, es passiert schnell und ich merke auch, wie die Zeit bei uns fliegt. Ich bin total froh, dass ich das mit dir habe machen dürfen. Ich habe auch einen Roboter für dich, war halt nämlich nur für deine Vergangenheit zuständig. Und ich hoffe, dass wir noch ganz viel gemeinsame Zukunft haben. Aber das macht der Stefan und der Nico wahrscheinlich mit dir. Okay. Vielen Dank für die ausführliche Info. Der Roboter ist für dich. Als kleines Dankeschön. Und ja, ich hoffe, dass wir dann noch zusammen Mittagessen gehen. Interessante Vergangenheit. Ich denke, mit dem Stefan, auch wenn man über Zukunft redet, wird man immer mal wieder in der Vergangenheit anknüpfen können. Nico ist auch noch im Haus. Vielen Dank und vor allen Dingen vielen Dank, dass du immer noch in dem Alter so fit bist und da alles besuchst. Das ist total schön, wenn man sieht, dass Menschen, und das ist, was ich meine, du denkst in Lösungen und du hast die Ausstrahlung, das habe ich immer an dir geschätzt, egal wo in Europa. Und du warst für mich immer einer, dich konnte ich auf Augenhöhe ansprechen. Und das finde ich das Allerwichtigste, dass egal was die Leute für Titel, für Funktionen haben, was auch immer sie sind, wenn man das Menschliche beibehält, das ist das Allerwichtigste und mit den Leuten rauscht. Titel ist Schall und Rauch. Genau. Raimund, herzlichen Dank. Okay, ja. gut.